Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hier in meinen neuesten Film hereinschaut. Auf dem Kummerstein waren wir ja vor einer ganzen Weile schon einmal, um gemeinsam den romantischen Sonnenuntergang zu genießen. Einige von euch haben mich dann hinterher gefragt, ja schön, prima, aber gibt es am Kummerstein denn noch mehr zu sehen? Ja, natürlich. Und deshalb möchte ich euch heute zu dieser kleinen Wanderung rund um den Kummerstein einladen und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Unsere kleine Tour starten wir im schönen Zschopautal, genau genommen in Hennersdorf bei Augustusburg. Ihr werdet euch sicher noch daran erinnern, wir sprachen bereits in einem früheren Film davon. In Hennersdorf gibt es, ebenso wie in Hohenfichte, eine schöne alte überdachte Holzbrücke. Aber diese soll heute nicht Ziel der Wanderung sein. Als Startpunkt wählen wir die Brückenschenke in Hennersdorf. Oder besser gesagt, den traurigen Rest dessen, was von der Brückenschenke übrig geblieben ist. Zunächst laufen wir die Straße in Richtung Augustusburg für einige 100 Meter. Ich genieße diese schönen Häuser immer aufs Neue und besonders gut finde ich die Hydranten hier in Hennersdorf. Jeder hat ein eigenes Gesicht und es dürfte wohl keinen geben, der dem anderen gleicht. Schließlich können wir nach links abbiegen auf den Zschopautal-Wanderweg und ins, auf Hochdeutsch, Topflappenviertel. Und dieses Mal muss ich kapitulieren. Ich konnte leider nicht herausfinden, woher dieser Name für diese kleine Ansiedlung kommt. Aber vielleicht weiß es jemand von euch. Wenn ja, dann schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Ich bin selber ganz gespannt und neugierig. Unser Weg führt schnell in den Wald vorbei an diesen herrlichen Buchen. Im Nesselgrund angekommen, benutzen wir den sogenannten Förstersteig bzw. die Ausschilderung Cunnersdorf. Ich liebe es, diesen schmalen Pfad zu gehen, der einen gewissen Hauch von Urwüchsigkeit vermittelt, trotz der in Sichtweite befindlichen Zschopautalbahn. Ich freue mich auch jedes Mal darüber, dass es die Erzgebirgsbahn geschafft hat, auch diese Strecke vor der Stilllegung zu bewahren. Kurz vor Cunnersdorf geht es langsam, aber sicher aufwärts. Wir biegen nämlich rechts ab in Richtung unseres heutigen Zieles Cunnerstein. Der Weg ist eigentlich ganz einfach und nicht zu verfehlen. Dennoch stelle ich euch gern die Links von Komoot und Outdoor Active unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Nach dem ersten kurzen Anstieg werden wir am Waldrand mit schönen Ausblicken auf Erdmannsdorf, Cunnersdorf bzw. ins Sternmühlental belohnt. Letzteres ist übrigens auch ein sehr beliebtes Wander- und Ausflugsziel. Aber dahin möchte ich euch bei einer späteren Wanderung noch einladen. Früher gab es einen kleinen, schönen, schmalen Pfad aufwärts. Der wurde leider durch den Forst völlig ruiniert. Deshalb orientieren wir uns noch ein kleines Stück an dem Rundwanderweg Erdmannsdorf, bis wir an dieser Wegeskreuzung in die Höhe müssen, unserem Ziel Cunnerstein entgegen. So ärgerlich die teilweise kaputten Wege sind, so gut finde ich die vielen interessanten Hinweistafeln dieses Naturlehrpfades unterwegs.
Lange müsst ihr jedoch nicht schwitzen, dann haben wir es geschafft. Wir stehen ca. 100 Meter über dem Tal der Zschopau auf dem Kunnerstein. Hier oben hat der A1, einige Quellen sprechen davon, bis 1972 eine sehr beliebte Ausflugsgaststätte gestanden. Auch wenn diese heute leider nicht mehr existiert, schön finde ich, dass es diese Schutzhütte noch gibt und sogar weiterhin instand gehalten wird. So können wir immerhin entspannt sitzen und den Blick übers Tal der Zschopau schweifen lassen und uns heute noch genauso daran erfreuen wie unsere Vorfahren im Jahre 1927. Habt ihr euch satt gesehen, bieten sich eine Vielzahl an interessanten Möglichkeiten, um weiterzuwandern. Ich möchte euch heute diesen kleinen, schmalen Pfad abwärts in Richtung tiefer Graben nach Hennersdorf zurückempfehlen. Nach einem nicht ganz leichten, nach meinem Empfinden dennoch schönen Abstieg kommen wir wieder im Nesselgrund an und laufen zurück nach Hennersdorf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserer kleinen Wanderung und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben bzw. ein Abo, selbstverständlich kostenlos, freuen. Bis bald zu unserer nächsten Wanderung. Ciao!